Die Hochzeitseinladung hat monatelang auf dem Kukentisch gelegen, sorgfältig in Silber gerahmt und voller Stolz von der Frau präsentiert worden, die immer behauptet hat, dass die Familie über allem stehe. Doch nur 5 Tage vor der prunkvollen Hochzeit sah mir mein Mutter ruhig in die Augen und sagt mir, dass ich nicht lange willkommen sei. Sie meinte, meine Anwesenheit würde den perfekten Tag meiner jüngeren Schwester ruinieren. Mein Herz zerbrach lortlos, doch nichts bereitet mich auf das vor, was 3 Tage später geschah, als ich dem Bräutigam zufällig begegnet, und etwas erkannte, das bereits gebrochenen Plan für immer veranderte. Wenn du daran glaubst, dass Freundlichkeit, Vergebung, Hoffnung und weiter Chancen Leben verandern können, dann nimm dir einen Moment Zeit, dieses Video zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen, es mit jemandem zu teilen, der dir wichtig ist, und unseren Kanal zu abonnieren, Teil unserer wachsenden Gemeinschaft zu werden. Geschickten wie diese erinnern uns daran, dass selbst Serberkien Familien manchmal den Weg zurück zueinander finden können. Solange sich jemand erinnern konnte, war Meredith Holloway die zuverlässige Tochter gewesen. Sie war diejenige, die in der Nähe ihres Zuhauses blieb, während all anderen ehrgeizigen Träumen nachjagten. Während die junge Schwester Celeste durch Europa reist, glamorös Fotos sammelte und sich ein beeindruckend Fangemeinde in den sozialen Medien aufbaut, arbeitet Meredith still und bescheiden als Physiotherapeutin in einer Rehabilitationsklinik. Ihr Tage bestanden darin, älteren Menschen dabei zu helfen, wieder laufen zu lernen, und Vorlauf für durch schmerzhafter Genesungsprozess zu begleiten und entmutigten Menschen immer wieder zu sagen, dass Heilung oft mit einem einzigen schwierigen Schritt beginnt. Für ihre Freundlichkeit erhielt sie nie Applaus, doch sie trug ein Stillwerden sich, die Fremde innerhalb weniger Minuten Vertrauen zu erfahren ließ. Ihre Mutter Lorraine bemerkt dies unsichtbaren Erfolg nur selten. Seitdem tat sie hiemens einige Jahr zuvor war Lorraine von Äußerlichkeiten besessen geworden. Sie wollte, dass als erfolgreich, makellos und beneidenswert wirkte. Für sie wird Glück und luxurios in ihr Leben, Designerkleidung, teuren Autos und eleganten Dinnerpartys gemessen. Celeste passt ganz selbstverständlich in dies Welt. Sie war attraktiv, selbstbewusst, modisch und mit dem wohlhabenden Unternehmer Adrian Whitmore verlobt, dessen Familie mehrere erfolgreiche Hotelunternehmen in Europa besaß. Ihr bewusstheit Hochzeit war weniger ein Familienfeier als vielmehr ein internationales Gesellschaftsereignis. Jed's Detail ausgehen auf Eventblogs, jed's Blumenarrangement wird endlos diskutiert und jede Änderung der Gastlist behandelt, als gingesem diplomatisch Verhandlungen. Meredith beschwert sich niemals darüber, im Hintergrund zu stehen. Sie liebte ihre Schwester aufrichtig und half monatelang hinter den Kulissen. Sie stellte Einladungspaket von Hand zusammen, koordiniert Termin, wenn Celeste überfordert war, holt Decoration in beruhigte besorgt verwandt und verschorb sogar ihren langer Centener Lorb, nur jederzeit helfen zu können, wenn jemand sie braucht. Für Meredith bedeutet Familie, füreinander die zu sehen, auch wenn es niemand bemerkt. 5 Tage vor der Zeremonie lud Lorraine Meredith zu einem scheinbar gewöhnlichen Mittagessen ein. Das Zimmer war mit Toren Orchideen und Stapeln von Hochzeitsprogrammen geschmückt. Meredith ging davon aus, dass sie die letzten Vorbereitungen besprechen würden. Stattdessen vollzieht Lorraine ruhig die Hand und sprach einen Satz aus. Der Kultur war alles, was Meredith jemals erlebt hat. Lorraine erklärt, dass mehrere einflussreich Gast gefragt hatten, warum Meredith, die unverheiratet war, ein altes Auto fuhr und ein bescheidenes Leben führte, bei einer so exklusiven Feier ein so sichtbar Rolle spielen sollte. Sie behauptet, Celeste würde ihn ein makellos Hochzeit ohne unnötige Ablenkungen. Ihrer Meinung nach sie die einfachste Lösung, wenn Meredith ganz fan blieb. Sie versichert dies sei nichts Persönliches, sondern lediglich eine praktische Entscheidung, und war lieb verlangt manchmal schmerzhafter Opfer.
Meredith hoort korm noch zu. Jar des Versuchs, Anerkennung zu verdienen, brachen und diesem einen Nachmittag in sich zusammen. Sie stand auf, bedankt sich trotz des korm angerieten Essens für das Mittagessen und ging hinaus, während die Tränen das helle Tageslicht verschwimmen ließen. Auf der Heimfahrt fühlte sich, als wär für die Menschen, die am meisten liebte, unsichtbar geworden. Rief niemanden an, zu streiten. Fleit niemanden an, einzuladen. Stattdessen kehrte am nächsten Morgen zu Renpatient zurück und beschloss, Kraft dort einzusetzen, wo geschätzt wird. Als ein ultra Herr nach einem schlagenvoll sein aus den selbstständigen Schritt machte und dabei lächelt, musst Meredith auf Fleur der Klinik weinen, weil bewusst wird, dass völlig fremde Menschen ihre Anwesenheit mehr schätzten als ihre eigene Familie. 3 Tage später hielt Meredith während ihrer Mittagspause in einem ruhigen Café mit Blick auf einen öffentlichen botanischen Garten an. Hoffte, dass die frisch Lufter helfen wird, die schwer in ihrem Hazen etwas zu lindern. Während auf ihren Café wartet, kam jemand überraschter Mien auf zu. Es war Adrian Whitmore. Erkannte sofort wieder, obwohl sich während der Hochzeitsvorbereitungen nur wenig Mail begegnet waren, denn hat nie vergessen, wie respektvoll jeden Angestellten behandelte. Begrüßt herzlich, doch sein Lächeln verschwand beinahe augenblicklich, als geschwollenen Organ und ihren gezwungenen Gesichtsausdruck bemerkt. Meredith versucht die Wahrheit zu verbergen und sagt lediglich, in letzter Zeit sehr beschäftigt gewesen. Adrian akzeptiert die Erklärung zunächst, doch etwas in ihrer traurigen Stimme ließ ihm kein Ruhe. Bever ging, want wie sehr sich darauf freu, als Trausigen von Celeste am Hochzeitstag zu sehen. Dies Wort ließen Meredith erstarren. Sanft erklärt ihm, dass nicht in der Hochzeit teilnehmen wird. Adrian sah ehrlich verwirrt an. Best an darauf, dass es sich ein Missverständnis handeln muss, denn niemand habe über irgendeine Änderungen vormeid. Meredith gab ruhig zu, dass Einladung zurückgezogen worden war. Sprach kein schlechtes Wort über ihre Familie. Erklärt lediglich, dass Angehörigen glaubten, ihre Abwesenheit wurde die Hochzeit reibungsloser verlaufen lassen. Mehrere Sekunden lang sagt Adrian nichts. Sein Gesichtsausdruck wechselt von Verwirrung zu Unglauben und schließlich zu Enttäuschung, nicht über Meredith, sondern über alles, was man im Offenbau verschwiegen hat. Dankte für ihre Ehrlichkeit und ging mit einem nachdenklichen Blick davon, den Meredith niemals vergessen wird. Glaubte, dieses Gespräch wird in der endlosen List der Hochzeitsvorbereitungen untergehen. Stattdessen wurde es zum Beginn einer Wahrheit, die kein noch so fair verbergen konnte. In den folgenden 2 Tagen beobachtet Adrian still die Gespräche sich herum. Ihm fiel auf, wie oft Lorraine Menschen nach ihrem gesellschaftlichen Status statt nach ihrem Charakter beteiligte. Hört verwandt darüber sprechen, dass Meredith ausgeladen worden war, als wäre das längst allgemein bekannt. Am schlimmsten war jedoch, dass Celeste nie widersprochen hat. Hat zugestimmt, dass Merediths bescheidener Lebensstil nicht zu dem eleganten Bild passt, das vermitteln wollten. Diese Erkenntnis erschüttert ihn zutiefst. Adrian hat sein Unternehmen gemeinsam mit seinem verstorbenen Großvater aufgebaut, einem Mechaniker, der immer geglaubt hat, dass Integrität weit wichtiger als Reichtum. Alles, was Adrian an Menschen bewundert, beruht auf Mitgefühl, Bescheidenheit und Loyalität. Plötzlich schien die Frau, die heiraten wollte, bereit zu sein, ihre eigene Schwester zu opfern, nur Fremde zu beeindrucken. Am folgenden Nachmittag bet Adrian Celeste mein vertrauliches Gespräch in einem ruhigen Garten außerhalb der Hochzeitslocation. Fragte ob Meredith wirklich ausgeschlossen worden weil der Familie peinlich gewesen war.
Celeste Gabzu, das Ossellichkeiten für SEE wichtig seien. SEE behauptet, Meredith wurde des Tags verstehen. Ihre Meinung nach erforderten prominente Hochzeiten schwierig entscheidungen. Dies wird holten schmerzhaft in Adrians Gedanken nach. Begriff, dass nicht langer die Gastlist in Frage stellte. Stellte die wird der Frauen Frage, die neben ihm stand. Die Hochzeit wird verschoben. Die Nachricht verbreitet sich schnell in beiden Familien und den Freundeskreisen. Gerücht verbreiteten sich schneller als Tatsachen. Manche vermuteten finanzielle Streitigkeiten. Andere glaubten an geschäftlich Problem. Kaum jemand wusste, dass als Dame begonnen hat, dass eine Schwester ihre Zurückweisung schweigend akzeptiert hat, anstatt einen öffentlichen Streit zu beginnen. Meredith erfuhr von der Vergebung durch ein Kollegen, die das Paar aus den lokalen Nachrichten wiedererkannte. Sie war schockiert, fühlte sich schuldig und zutiefst wohl. Niemals hat sie der Grund für den Schmerz anderer sein wollen. Ein Woche später bat Adrian darum, Meredith besuchen zu dürfen, nicht, ein Roman zu beginnen oder einen Skandal auszulösen, sondern lediglich, sich für Umstände zu entschuldigen, die viel früher hat erkennen sollen. Sie trafen sich nach Feierabend in der Rehabilitationsklinik. Adrian verbracht den Nachmittag damit, Meredith dabei zuzusehen, wie sie verangsteten Menschen machte, schmerzhafter Übungen zu bewältigen, und selbst kleinster Fortschritt fähig, die den meisten Besuchern entgangen waren. Erst in diesem Moment verstand wirklich, wer Meredith war. Sie besaß ein Stil stark, die kein luxurioser Bolsal Gemmels hat sichtbar machen können. Währenddessen muss Lorraine MIT folgen leben, die sie niemals erwartet hat. Freund, die sie einst bewundert hatten, begannen sich zu fragen, warum sie ihre eigene Tochter so gedemütigt hat. Mehrere verwandt gingen auf Distanz. Selbst Nachbarn flüsterten über die Familie, die in sehen hoher bewertet als Mitgefühl. Sommers 10-mal erlebter Lorraine Jean Einsamkeit, die sie Meredith unbewusst jahrelang zugeführt hat. Wochen Virgingen. Die ständige Aufregung rund die Hochzeitsplanung waren allgezwungen, sich unbequemen Wahrheiten zu stellen. Schließlich erschien Celeste Visagisten, Fotografen oder Torhandtaschen in der Klinik. Sie trat einfach durch die Eingangstür, sichtbar voller Ruhe. Sie beobachtet Meredith dabei, wie sie ein verangstete kleines Mädchen nach einer Operation liebevoll beruhigte. Das Kind umarmte Meredith beim Abschied lächelnd, obwohl es noch Schmerzen hat. In diesem stillen Augenblick erkannte Celeste, dass sie jahrelang der Bewunderung Fremder hinterhergelaufen war, worin ihre Schwester still und leise echt lieb gewonnen hat. Sie brach in Tränen aus Gest and, dass sie süchtig nach der Anerkennung Fremder geworden war. Jed's Kompliment im Internet, jede luxurios Veranstaltung und jed's perfekt Foto hatten sie langsam glauben lassen, dass Äußerlichkeiten den was eins Menschen bestimmten. Sie gab zu, dass sie, als ihre Mutter vorgeschlagen hat, Meredith von der Hochzeit auszuschließen, Bequemlichkeit statt Mut gewollt hat. Meredith hört schweigend zu. Vergebung kam nicht sofort. Jarvaler Enttäuschungen konnten nicht durch ein einziges Gespräch verschwinden. Doch Meredith erkannte aufrichtig Ruhe statt Ausreden. Das machte den Unterschied. Einige Tage später kam auch Lorraine. Diesmal versucht sie nicht, sich zu rechtfertigen. Sie gest and, dass sie nach dem Verlust ihres Mannes panisch Angst darüber gehabt hat, schwach oder erfolglos zu wirken. Sie hat geglaubt, wenn ihre Familie perfekt erschien, muss sie sich ihrer eigenen Trauer und Einsamkeit nicht stellen. Stattdessen hat sie nach und nach nur die Menschen von sich entfernt, die sie bedingungslos liebten. Unter Tränen entschuldigt sie sich, Tränen, denen es diesmal nicht mehr den äußeren Schein ging.
Meredith schloss ihre Mutter schließlich in die Arm. Nicht, weil der Schmerz verschwunden war. Sondern weil weitere Groll den Kreislauf nur verlängert hat, der ihnen bereits jene kostbare Jar gestohlen hat. Einige Monate später kam die Familie erneut zusammen, diesmal aus einem viel einfacheren Anlass als einer Hochzeit. Das örtliche Rehabilitationszentrum eröffnet einen neuen Therapiebereich, der durch Spenden aus der Gemeinde finanziert worden war. Adrian war still und leise einer der größten Unterstützer geworden, nachdem gesehen hat, wie viel Leben dort verändert wurden. Celeste organisiert freiwillig die Spendenkampagne, ihren eigenen Namen in den Mittelpunkt zu stellen. Lorraine verbracht Wochen damit, freiwilligen Helfern Mahlzeiten zu servieren, statt ihnen Anweisungen zu geben. Es gab kein Christoloster, kein prominenten Gast, kein extravaganten Dekorationen. Nur dankbare Familien, Jennesen Patienten, warm Nachmittagsson, herzliches Lachen und Menschen, die Mitgefühl über Perfektion stellten. Als Meredith gemeinsam mit ihrer Familie vor der Klinik stand, wurde klar, dass der Verlust ihrer Einladung unerwartet etwas viel Wertvolles geschenkt hat als die Teilnahme an einer luxuriosen Feier. Hat all gezwungen, den Unterschied zwischen Bewunderung und echter Liebe zu erkennen. Bever wir dies Reis bin den, würden wir gern den Meinung hören. Es du schon einmal jemandem vergeben, der dich tief verletzt hat, oder glaubst du, dass manche Wunden einfach mehr sie brochen, zu heilen? Hinterlass unten einen bedeutungsvollen Kommentar unter Salons, welch Lehr dich dies Jeskicht gelehrt hat. Monate später bohrten Adrian und Celeste ihre Beziehung langsam wieder auf, nicht durch Luxusbertes oder öffentliche Aufmerksamkeit, sondern durch ehrlich Gespräch, Beratung und gegenseitiges Vertrauen. Diesmal verstanden sie, dass niemals funktionieren konnte, wenn Freundlichkeit den Äußerlichkeiten gepfert wird. Ihre Hochzeit wird zu einer schlichten Feier am helllichten Tag, umgeben von nahen Familienmitgliedern, alten Freunden, dankbaren Patienten der Klinik und Nachbarn, die ihre Veränderung miterlebt hatten. Meredith stand in der Seite ihrer Schwester, nicht, weil alles vergessen war, sondern weil Liebe schließlich stärker geworden war als Stolz. Lorraine lächelt unter Tränen, als ihre beiden Tochter unter der Nachmittagssonne umarmen sah und erkannte, dass kein Reichtum der Welt das unbezahlbare Geschenk einer Familie ersetzen kann, die bereit ist zu vergeben. Wenn dich dies Jeskicht berührt hat, dann gib diesem Video bitte einen Like, hinterlass einen bedeutungsvollen Kommentar, teile es mit jemandem, der Hoffnung braucht, und abonniere unseren Kanal, damit du kein weitere Emotionale Reis verpasst. Denk immer daran, die stärksten Familien sind nicht diejenigen, die niemals Fälle Mädchen, sondern diejenigen, die den Mutter ben, ihre Fehler einzugestehen, Vergebung zu bitten und sich jeden einzelnen Tag erneut für die Liebe statt für den Stolz zu entscheiden.